Die Bäckerei? Ich gehe jeden Morgen in die Bäckerei, um frisches Brot zu kaufen. Abholen? Könntest du bitte meine Bestellung von der Bäckerei abholen? Die Allergie? Ich habe eine Allergie gegen Nüsse, deshalb muss ich immer aufpassen, was ich esse. Der Amerikaner? In vielen Bäckereien kann man leckere Amerikaner mit Schokolade oder Zuckerguss kaufen. Anliefern? Könntest du bitte dafür sorgen, dass die Bestellung von der Bäckerei angeliefert wird? Automatisch? Die Kaffeemaschine schaltet sich automatisch aus, wenn der Kaffee fertig ist, um Energie zu sparen. Das Backpulver? Für den Kuchen brauche ich Backpulver, um ihn aufgehen zu lassen. Das Backtriebmittel? Du kannst auch Backtriebmittel statt Backpulver verwenden, um den Teig aufgehen zu lassen. Die Bäckereifachverkäuferin? Die Bäckereifachverkäuferin hat mir geholfen, das perfekte Gebäck für meine Party auszuwählen. Die Bäckerinnung? Die Bäckerinnung organisiert jedes Jahr einen großen Wettbewerb für die besten Bäckereien. Die Baguette? Ein frisches Baguette gehört zu einem perfekten Frühstück einfach dazu. Der Beiser? Der Beiser ist meine Lieblingssüßigkeit in der Bäckerei. Ballaststoffreich? Es ist wichtig, ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen, um eine gute Darmgesundheit zu haben. Der Baumkuchen? Ich habe noch nie Baumkuchen probiert. Bekömmlich? Diese Suppe ist sehr bekömmlich und hilft mir, mich besser zu fühlen, wenn ich krank bin. Das belegte Brötchen. Ich nehme immer das belegte Brötchen, wenn ich unterwegs bin und etwas Schnelles zu essen brauche. Beliefern? Unsere Bäckerei beliefert regelmäßig die Cafés in der Stadt. Der Berliner? Der Berliner ist ein süßer Krapfen, der in Berlin sehr beliebt ist. Bestellen? Ich werde morgen früh in der Bäckerei anrufen und mein Lieblingsbrot bestellen. Die Bestellung? Die Bestellung wurde heute Morgen aufgegeben und sollte in den nächsten Tagen geliefert werden. Der Biskuit? Der Biskuit war köstlich und hatte die perfekte Konsistenz. Die Biskuitrolle? Die Biskuitrolle war mit süßer Buttercreme gefüllt und mit Marzipan überzogen. Der Blätterteig? Der Blätterteig war knusprig und schmeckte himmlisch zusammen mit dem Apfelmus. Der Blechkuchen? Der Blechkuchen sieht so lecker aus, ich muss ein Stück probieren. Die Brezel? Die Brezel ist das perfekte Snack für unterwegs. Das Brot? Das Brot war frisch gebacken und hatte eine knusprige Kruste.
Das Brötchen. Ich kaufe immer ein Brötchen auf dem Weg zur Arbeit. Die Brotsorten. Es gibt so viele verschiedene Brotsorten, von Roggenbrot bis hin zu Weißbrot. Die Butterbrezel. Die Butterbrezel ist ein Klassiker in Süddeutschland. Das Ciabatta. Das Ciabatta war besonders saftig und schmeckte hervorragend zusammen mit Olivenöl und Balsamico. Die Cremetorte. Die Cremetorte war eine wahre Gaumenfreude und wurde schnell von allen Gästen verputzt. Das Croissant. Das Croissant war knusprig und butterzart und der perfekte Start in den Tag. Der Dekor. Der Dekor auf dem Kuchen sieht sehr schön aus. Dekorieren. Ich liebe es, Kuchen und Torten zu dekorieren und ihnen damit das gewisse Extra zu verleihen. Der Dinkel. Der Dinkel hat einen besonders milden Geschmack und ist besonders bekömmlich. Das Dreikornbrot. Das Dreikornbrot ist sehr gesund und schmeckt gut. Eifrei. Ich backe gerne eifreie Kuchen, da ich eine Allergie gegen Eier habe. Das Eigelb. Das Eigelb war besonders cremig und hat dem Kuchen eine tolle Konsistenz gegeben. Der Eischnee. Auf den Eischnee kommt es an, wenn man besonders fluffiges Gebäck backen möchte. Das Eiweiß. Das Eiweiß war besonders fest und eignet sich hervorragend zum Backen von Mehringen. Das Endstück. Das Endstück des Brots war besonders knusprig und hatte eine krosse Kruste. Der Farbstoff. Der Farbstoff wird manchmal verwendet, um Gebäck eine bestimmte Farbe zu geben. Das Feingebäck. Das Feingebäck war besonders zart und hatte eine leichte süße Note. Das Fett. Das Fett ist ein wichtiger Bestandteil vieler Backrezepte und verleiht dem Gebäck eine besonders saftige Konsistenz. Das Fladenbrot. Das Fladenbrot ist in vielen Ländern ein beliebtes Brot. Der Frankfurter. Der Frankfurter Kranz ist eine traditionelle Kuchenspezialität aus Frankfurt. Frittieren. Die Kartoffelchips werden in heißem Öl frittiert, bis sie goldbraun sind. Die Füllung. Die Füllung für den Kuchen ist aus frischen Beeren und Sahne gemacht. Das Gebäck. Das Gebäck in der Bäckerei sieht heute besonders lecker aus. Aufgehen. Der Teig muss aufgehen, bevor man ihn backen kann. Die Gelatine. Die Gelatine wird oft zum Andicken von Süßspeisen verwendet. Geschnitten. Der Kuchen wurde in gleichmäßige Stücke geschnitten. Der Geselle.
Der Geselle ist ein junger Handwerker, der noch in der Ausbildung ist. Das Getreide. Das Getreide wird in der Mühle gemahlen und zu Mehl verarbeitet. Die Glasuhr. Die Glasuhr auf dem Kuchen glänzt und sieht sehr appetitlich aus. Das Gluten. Ich verwende das Gluten, um mein Brotteig zu verbessern. Glutenfrei. Glutenfreies Gebäck wird immer beliebter. Das Gramm. Ich wiege genau 500 Gramm Mehl für meinen Kuchen ab. Grob. Die Konsistenz des Teigs ist zu grob, ich muss ihn noch einmal durchkneten. Der Gugelhupf. Der Gugelhupf ist ein beliebter Kuchen bei Kaffeebesuchen. Die Hefe. Ich füge Hefe zu meinem Brotteig, damit es aufgeht. Der Hefezopf. Der Hefezopf ist ein Klassiker beim Frühstück. Herzhaft. Herzhaftes Gebäck ist eine gute Wahl für ein schnelles Frühstück. Die Hirse. Ich koche gerne Hirse als Beilage zu meinen Mahlzeiten. Das Hörnchen. Das Hörnchen ist mein Lieblingsgebäck zum Kaffee. Das Käsegebäck. Das Käsegebäck aus der Bäckerei schmeckt immer so lecker. Der Käsekuchen. Der Käsekuchen ist einer meiner Lieblingskuchen. Der Kaffee. Ich trinke jeden Morgen eine Tasse Kaffee, um wach zu werden. Der Kakao. Ich liebe es, Kakao zu trinken, vor allem an kalten Tagen. Das Kastenbrot. Das Kastenbrot ist ein einfaches Brot, das oft zu Hause gebacken wird. Der Kastenkuchen. Der Kastenkuchen ist ein Kuchen, der in einer Kastenform gebacken wird. Die Kennzeichnungspflicht. Die Kennzeichnungspflicht gibt an, welche Informationen auf Lebensmittelverpackungen angegeben werden müssen. Das Kilo. 1 Kilo Mehl reicht für viele Brote und Kuchen. Die Kleie. Die Kleie ist ein gesunder Zusatzstoff für mein Müsli. Das Knäckebrot. Knäckebrot ist eine tolle Alternative zu normalem Brot, wenn man etwas Knuspriges möchte. Kneten. Ich knete den Teig für mein Brot mit den Händen. Die Knetmaschine. Ich verwende eine Knetmaschine, um meinen Teig schnell und gleichmäßig zu kneten. Knusprig. Die Pommes sind knusprig und lecker. Die Konditorei. Ich gehe gerne in die Konditorei und kaufe mir ein Stück Kuchen. Der Konservierungsstoff. Der Konservierungsstoff hilft dabei, dass das Lebensmittel länger frisch bleibt.
Kontrollieren. Ich kontrolliere regelmäßig meine Vorräte, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Das Korn. Das Korn wird zu Mehl verarbeitet und zum Backen von Brot verwendet. Der Krapfen. Der Krapfen ist eine beliebte Süßigkeit zur Karnevalszeit. Die Krume. Die Krume bezieht sich auf das Innere von Brot und Gebäck. Die Kruste. Die Kruste des Brots ist besonders knusprig und schmeckt lecker. Das Kürbiskernbrot. Das Kürbiskernbrot ist eine gesunde Alternative zu normalem Brot. Der Kunde. Der Kunde hat immer recht. Lagern. Ich lagere meine Lebensmittel im Kühlschrank, um sie frisch zu halten. Der Laib. Der Laibbrot ist noch warm und duftet lecker. Das Landbrot. In unserer Bäckerei haben wir jeden Tag frisches Landbrot. Die Zunft. Die Zunft der Bäcker ist sehr angesehen in der Stadt. Das Laugengebäck. Das Laugengebäck ist besonders saftig und schmeckt lecker. Der Lehrling. Der Lehrling lernt, wie man Brot und Gebäck richtig herstellt. Der Lebkuchen. Der Lebkuchen ist eine beliebte Süßigkeit zur Weihnachtszeit. Mahlen. Ich mache mein Mehl selbst, indem ich Getreidekörner mahle. Der Mais. Der Mais wird zu Maismehl verarbeitet und zum Backen von Brot und Gebäck verwendet. Die Makrone. Die Makrone ist ein kleines rundes Kuchenstück, das besonders lecker schmeckt. Die Mandel. Die Mandel ist eine Nuss, die häufig in Süßwaren verwendet wird. Der Marmorkuchen. Der Marmorkuchen ist ein beliebter Kuchen in Deutschland. Das Marzipan. Das Marzipan ist eine süße Masse, die aus Mandelmehl und Zucker hergestellt wird und zum Verzieren von Kuchen verwendet wird. Die Masse. Die Masse ist eine Mischung aus Zutaten, die für Kuchen und Gebäck verwendet wird. Das Mehl. Ich verwende Mehl, um Brot und Gebäck zu backen. Mehlig. Das Mehl ist mehlig und leicht zu verarbeiten. Die Milch. Ich trinke gerne ein Glas Milch zum Frühstück. Das Mischbrot. Das Mischbrot ist eine gesunde Alternative zu normalem Brot, da es aus verschiedenen Getreidesorten gemacht wird. Das Mohnbrötchen. Meine Oma hat immer selbstgemachte Mohnbrötchen für uns gebacken. Der Mohrenkopf. Der Mohrenkopf ist ein beliebtes Gebäck bei Kindergeburtstagen. Das Natron.
Ich verwende Natron, um mein Backpulver zu ersetzen. Das natürliche Aroma. Das natürliche Aroma von Zitrusfrüchten gibt meinem Kuchen eine frische Note. Der Zusatzstoff. Ich versuche immer, Lebensmittel ohne Zusatzstoffe zu kaufen. Die Nuss. Meine Großmutter backt immer Nusstorten zu Weihnachten. Der Obstkuchen. Der Obstkuchen ist ein Kuchen, der Obst enthält. Die Obsttorte. Obsttorten sehen nicht nur gut aus, sondern schmecken auch köstlich. Der Ofen. Der Ofen muss auf die richtige Temperatur vorgeheizt sein, bevor man das Gebäck hineinlegt. Ofenfrisch. Das Gebäck ist ofenfrisch und duftet lecker. Die Pastete. Ich habe eine Pastete zum Abendessen gemacht. Der Pfannkuchen. Der Pfannkuchen war lecker, aber ich habe zu viel Zimt hinzugefügt. Der Pfefferkuchen. Ich liebe Pfefferkuchen zu Weihnachten, sie erinnern mich an meine Kindheit. Das Pfund. Ein Pfund Mehl reicht für viele Rezepte aus. Die Plätzchen. Plätzchen sind ein klassisches Weihnachtsgebäck. Probieren. In dieser Bäckerei darf man immer probieren, bevor man kauft. Die Potttasche. Die Potttasche ist ein wichtiger Bestandteil beim Kochen von Lebkuchen. Der Puderzucker. Ich bestreue den Kuchen mit Puderzucker, bevor ich ihn serviere. Der Pumpernickel. Der Pumpernickel ist eines meiner Lieblingsbrote, ich esse es am liebsten mit Käse. Der Rahm. Rahm wird manchmal zum Verfeinern von Gebäck und Desserts verwendet. Das Rezept. Das Rezept für diesen Kuchen stammt von meiner Großmutter. Der Roggen. Der Roggen ist eine wichtige Zutat in vielen Brotsorten. Das Roggenmischbrot. Das Roggenmischbrot ist sehr gesund und hat einen angenehmen Geschmack. Der Rohstoff. Rohstoffe wie Mehl und Zucker sind wichtige Zutaten beim Backen. Die Rolle. Ich habe eine Rolle mit Schinken und Käse zum Mittagessen gegessen. Die Rosine. Rosinen sind eine klassische Zutat beim Backen von Früchtebrot. Die Rührmaschine. Ich benutze die Rührmaschine, um den Teig für das Gebäck zu verrühren. Das Rundstück. Das Rundstück Schokoladenkuchen sieht wirklich lecker aus. Die Sahnetorte. Die Sahnetorte ist meine Lieblingssorte Kuchen. Das Salzgebäck. Bei der Bäckerei um die Ecke gibt es das beste Salzgebäck der Stadt.
Die Salzstange. Die Salzstange ist ein perfekter Snack für zwischendurch. Das Sandwich. Ich habe Hunger und mache mir ein Sandwich mit Schinken und Käse. Der Sauerteig. Der Sauerteig gibt dem Brot seinen besonderen Geschmack. Die Scheibe. Ich schneide eine Scheibe Brot ab, um sie zu toasten. Die Schlagsahne. Die Schlagsahne auf dem Kuchen macht ihn besonders lecker. Die Schnecke. Die Schnecke sieht wirklich gut aus, ich werde mir eine nehmen. Schneiden. Kannst du bitte das Brot für mich schneiden? Die Schnitte. Ich habe mir eine große Schnitte Käsekuchen zum Frühstück gegönnt. Die Schokolade. Wir benötigen mehr Schokolade für die Herstellung von Schokoladencroissants. Das Schwarzbrot. Ich liebe den intensiven Geschmack von Schwarzbrot. Das Schweinsor. Ich habe noch nie Schweinsor gegessen, aber ich habe gehört, dass es in einigen Teilen Deutschlands sehr beliebt ist. Das Schrot. Die Schrotmischung wird verwendet, um Nutztiere zu füttern. Die Semmel. Ich liebe es, die kleinen Semmeln mit geschmolzenem Käse und Schinken zu essen. Der Snack. Ich nehme gerne einen Snack mit ins Büro, damit ich etwas zwischendurch essen kann. Das Sonnenblumenbrot. Ich liebe den süßen Geschmack und den Crunch der Sonnenblumenkerne im Brot. Die Sorte. Es gibt so viele verschiedene Sorten von Brot, es ist schwer, eine Lieblingssorte auszuwählen. Der Stollen. Der Stollen ist ein typisches Weihnachtsgebäck in Deutschland. Der Streuselkuchen. Der Streuselkuchen mit seiner knusprigen Zuckerkruste ist eines meiner Lieblingsdesserts. Der Strudel. Der Apfelstrudel ist ein Klassiker der deutschen Küche. Das Stück. Ich bevorzuge es, ein großes Stück frisches Brot von der Bäckerei zu kaufen, anstatt eine ganze Packung zu kaufen. Süß. Ich liebe Süßigkeiten und suche immer nach etwas Süßem, um meine Lust auf Zucker zu stillen. Das Süßgebäck. Ich liebe alle Arten von Süßgebäck, von Kuchen bis hin zu Keksen und Torten. Der Teig. Der Teig ist die Basis für fast alle Arten von Gebäck. Der Tiefkühlteigling. Ich kaufe manchmal Tiefkühlteiglinge, wenn ich keine Zeit habe, den Teig von Grund auf zu machen. Das Toastbrot. Ich esse mein Toastbrot am liebsten mit Marmelade. Der Topfkuchen. Ich backe heute Abend einen Topfkuchen mit Äpfeln. Das Törtchen.
Ich liebe die kleinen Kuchen, die als Törtchen bezeichnet werden, besonders solche, die mit Creme und frischen Früchten gefüllt sind. Die Torte. Diese Torte sieht so schön aus, ich möchte sie fast nicht anschneiden. Der Tortenboden. Der Tortenboden gibt der Torte Stabilität und ist oft aus Biskuit gemacht. Die Tortenplatte. Die Tortenplatte ist der perfekte Ort, um eine Torte zu präsentieren und zu servieren. Traditionell. In dieser Bäckerei gibt es nur traditionelle Rezepte, die seit Generationen weitergegeben werden. Das Treibmittel. Hefe ist ein wichtiges Treibmittel beim Brotbacken. Die Tüte. Kannst du mir bitte ein paar Brötchen in eine Tüte packen? Die Type. Welche Mehltype verwenden wir für das Brot? Der Überzug. Der Überzug auf meinem Kuchen war lecker. Die Vanille. Ich liebe den Geschmack von Vanille in meinem Eis. Das Vanillin. Das Vanillin gibt meinem Kuchen einen besonderen Geschmack. Das Vollkornbrot. Ich esse gerne Vollkornbrot zum Frühstück. Der Vortag. Das Brot vom Vortag kann man am nächsten Tag als Toastbrot verwenden. Die Waffel. Ich habe mir eine Schokoladenwaffel als Nachtisch bestellt. Der Wecke. Der Wecken mit Marmelade und Butter war sehr lecker. Das Weißbrot. Ich esse gerne Weißbrot mit Käse und Schinken. Das Weizenmehl. Das Weizenmehl ist das Hauptzutat in vielen Brotrezepten. Das Weizenbrot. Das Weizenbrot ist mein Lieblingsbrot. Der Windbeutel. Windbeutel sind eine meiner Lieblingsspeisen. Der Zimt. Zimt gibt vielen Gebäcken eine besondere Note. Der Zopf. Am Sonntag gibt es bei uns immer einen frischen Zopf zum Frühstück. Der Zucker. Kannst du bitte etwas Zucker in meinen Kaffee geben? Der Zwieback. Meine Oma isst jeden Morgen Zwieback zum Frühstück.